Bedürfnis ist im Grunde ein Synonym für Leben. Alles, was lebt, hat Bedürfnisse. Das Hauptanliegen der gewaltfreien Kommunikation ist, dass man Selbstverantwortung für seine Bedürfnisse übernimmt. Die wichtigste methodische Geschichte an der gewaltfreien Kommunikation ist, dass man sich mit dem Gedanken befasst, wo kommen meine Gefühle her? Wie entstehen meine Gefühle? Die größte Gefahr dabei ist, dass man es wirklich denkt, dass es eine Art Kommunikationsmodell ist. Das will ich gleich sagen, das ist es nicht. Sondern das ist ein Selbstreflexionsmodell. Das heißt, erwachsenes Verhalten, die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, ja, aber auch die der anderen genauso ernst nehmen. Das ist das, wo wir hinwollen. Meine Hoffnung ist, dass das ein kleiner Baustein ist, ein winziger Baustein, dass wir schon eine Welt schaffen, die insgesamt mehr Respekt aufbringt für alle. Erstmal für uns Menschen, das fällt uns ja leider schwer genug, ja, wie wir immer wieder feststellen. Aber im Endeffekt natürlich für alles, was lebt. Es gilt, ein Bewusstsein für Leben zu schaffen und einen Respekt für diese Bedürfnisse zu schaffen. Das betrifft eben nicht nur Menschen. Hallo und herzlich willkommen bei Lutai, der Suche nach Ideen und Handlungen, welche das Wohl empfindsamer Wesen vergrößern. Ich bin Tom und in diesem Video spielt das folgende Zitat eine zentrale Rolle. Hinter jedem Verhalten steckt ein Gefühl und hinter jedem Gefühl ist ein Bedürfnis. Wenn wir diesem Bedürfnis begegnen, statt uns auf das Verhalten zu fokussieren, beginnen wir damit, uns mit der Ursache zu beschäftigen und nicht mit dem Symptom. Ich möchte dir nämlich heute die gewaltfreie Kommunikation vorstellen. Ein Konzept oder eher eine Haltung, welche mein Leben bereichert hat und ich hoffe deshalb, dass sie auch deines bereichern wird. Ich durfte dazu ein Interview mit Markus Fischer führen, Experte und Autor zur gewaltfreien Kommunikation. In der Hoffnung, dass du etwas Nützliches für dich mitnehmen kannst, hier nun das Interview mit Markus Fischer. Also Markus, herzlich willkommen im Lutai-Podcast. Es freut mich sehr, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit zur Verfügung stellst und natürlich auch dein Wissen zur gewaltfreien Kommunikation. Ich erachte es überhaupt nicht als selbstverständlich, dass du dir hier meine Zeit schenkst, da ich doch noch nicht allzu viele Abonnenten habe. Ich bin aber sehr glücklich, dass du mein allererster Gast bist bei Lutai mit dem Thema der gewaltfreien Kommunikation. Denn ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr wertvolles Thema. Wieso, dass ich das glaube, werde ich dir gleich nachher sagen. Zuerst würde ich dich aber gerne bitten, dass du dich kurz vorstellst und vielleicht auch sagst, wie du zur gewaltfreien Kommunikation gekommen bist und welchen Stellenwert sie auch in deinem Leben hat. Okay. Ja, ich danke dir erstmal, Tom, für die Einladung. Ich finde das eher andersrum. Ich freue mich, wenn sich jemand dafür interessiert und so ein Interview machen möchte. Das finde ich jetzt auch nicht selbstverständlich. Und kleiner, großer Kanal, wir fangen alle mal an. Also ich freue mich, habe eine Ehre, eine Ehre, der erste Interviewgast hier bei dir zu sein. Also ich bin Markus Fischer. Wie man hört, lebe ich nicht in der Schweiz, bin auch kein Schweizer. Ich bin in Deutschland, südlich von Stuttgart, in Reutlingen. Ich bin Mitte 50, habe 2 erwachsene Töchter und ich bin seit jetzt fast 25 Jahren quasi vollberuflich mit dem Rosenberg-Modell der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt. Ich habe das Ende meines Studiums damals, Anfang der Promotionszeit kennengelernt. Und jetzt, weil du gefragt hast, wie mich das begleitet, also erstmal war es eine sehr persönliche Begleitung. Also für mich, ich habe damals im Kontakt mit Marshall Rosenberg gemerkt, dass der Themen anspricht, die mich einfach persönlich berührt, bewegt haben und auch interessiert haben. Die ganzen Themen von meine Gefühle, meine Bedürfnisse mal irgendwie klarkriegen, bewusster bekommen, auch verstehen, wo Gefühle herkommen, was das mit mir zu tun hat. Meine durchaus auch nicht das Thema Gewalt, also innere Gewalt natürlich, äußere Gewalt ist auch ein Thema, aber innere Gewalt, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit anderen um. Also es waren super spannende Themen, so habe ich ihn kennengelernt und bin dabei geblieben. Und dass es dann zum Beruf geworden ist, war teils der frustrierenden Uni-Erfahrung geschuldet und teils wirklich der Begeisterung, großteils der Begeisterung für die gewaltfreie Kommunikation. Ja, und das mache ich jetzt seit vielen Jahren und bin immer noch begeistert und überzeugt, dass es eine wirklich hervorragende Methode in Anführungszeichen ist. Es ist dann schon auch mehr ein
eine Lebensphilosophie im Grunde und natürlich hat es eine gewisse Methodik dahinter, aber im Grunde ist es schon auch eine Art und Weise, wie man auf sich schaut, auf das Leben schaut, welches Menschenbild man haben will und hat und wie man seine Werte lebt. Ja, genau, das geht schon sehr weit für mich. Ja. Vielen Dank. Ja, genau. Du schreibst in deinem empfehlenswerten Buch, Die neue gewaltfreie Danke. Kommunikation, Zitat, meine Gefühle als Ausdruck meiner Bedürfnisse zu sehen, war für mich damals eine Art Erleuchtung. Zweites Zitat, ich kam vor allem zum ersten Mal wirklich mit mir selbst und meinen Gefühlen in Kontakt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich über 10 Jahre zurückversetzt gefühlt, weil ich glaube, bei mir war es genau das Gleiche. Ein Freund von mir hat mich vor über 10 Jahren auf die gewaltfreie Kommunikation aufmerksam gemacht. An dieser Stelle vielen Dank, Claude. Und ich war regelrecht begeistert. Und ich glaube, es waren die gleichen Gründe wie bei dir. Ich hatte das Gefühl, dass ich plötzlich merke, meine Gefühle weisen oder zeigen mir, dass ich Bedürfnisse habe. Und das Gefühl ist eigentlich der Zeiger und dann muss ich meinen Bedürfnissen auf den Grund gehen. Und zusätzlich gibt ja das Modell von Rosenberg noch diese 4 Schritte, die man so als Sprache verstehen könnte oder als Ablauf, wo man sich dann fragen kann, wie kann ich meine Bedürfnisse sinnvoll nach außen kommunizieren. Das war für mich auch wertvoll. Und so bin ich dann einige Zeit mit diesen 4 Schritten in meinem Portemonnaie rumgelaufen und habe immer mal wieder gelesen, dass ich das dann auch einigermaßen richtig mache. Ich muss dann aber ehrlich gesagt sagen, ich habe dann ein bisschen den Kontakt zur GfK verloren in den letzten Jahren. Und jetzt mit meinem Lutai-Projekt, das hat mich jetzt wieder zurückgeführt, weil, um es dir kurz zu erklären, mit Lutai bin ich auf der Suche nach Ideen und Handlungen, welche das eigene Wohl und oder das Wohl von Mitmenschen und oder das Wohl von anderen empfindsamen Wesen vergrößern könnte. Und wenn ich mir überlege, was ist das Wohl, dann sind das Bedürfnisse. Also es geht um Bedürfnisbefriedigung. Und da glaube ich, dass die gewaltfreie Kommunikation sehr wertvolle Inputs leisten kann. Und da möchte ich dir kurz ein Zitat von Michael Schmidt-Salomon vorlesen zum Thema Ethik. Und das Zitat geht wie folgt. Ethik nämlich ist der Versuch, die unter Menschen unweigerlich auftretenden Interessenskonflikte so zu lösen, dass alle Betroffenen diese Lösung als möglichst fair erachten. Dies verlangt ein grundlegendes Verständnis der Bedürfnislagen, die einem Konflikt zugrunde liegen. Denn nur auf diese Weise lassen sich widerstreitende Interessen fair gewichten. Und du schreibst in deinem Text, darüber hinaus ist seine Arbeit richtungsweisend für eine Demokratie, die ihre Probleme im konstruktiven Dialog lösen muss. Dabei verweist du natürlich auf Rosenberg. Also da finde ich, kommt sehr gut heraus, wie wichtig das Bedürfnisse sind. Und deshalb meine zweite Frage, oder dass man seinen Bedürfnissen auf den Grund geht. Meine zweite Frage an dich. Könntest du vielleicht kurz unseren Zuhörern das GfK-Modell ein bisschen beschreiben? Ich weiß, das geht nicht in ein paar Minuten, aber vielleicht so die groben Züge und auch welche Rolle Bedürfnisse da drin spielen. Ja, gern, das kann man schon in ein paar Minuten beschreiben. Ich finde es auch schön, dass du den Bogen gemacht hast zum Thema Ethik und Moral und Werte, weil es wird manchmal so verstanden, dass die gewaltfreie Kommunikation irgendwie versuchen würde, Moral, Werte, Bewertungen zu vermeiden oder zu ersetzen und das Gegenteil ist der Fall. Die gewaltfreie Kommunikation möchte eigentlich genau diese Werte, die du gerade beschrieben hast, eben wir versuchen so mit Menschen zusammenzuleben, dass alle Bedürfnisse gesund respektiert werden. Können nicht immer alle erfüllt werden, aber dass man sie als Menschen sieht und als Grundrechte ansieht, dass sie Bedürfnisse haben. Und das steckt absolut als Wertegerüst, Wertebasis in der gewaltfreien Kommunikation. Das ist das, was Marshall wollte. Deswegen hat er diese Methodik erfunden, weil er eben gesehen hat, dass Menschen, wenn sie kein Bewusstsein über ihre Bedürfnisse haben, dazu neigen, andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, wenn es ihnen schlecht geht. Und wenn du damit anfängst, also ganz konkret zu sagen, du bist verantwortlich, dass ich traurig bin, dass ich verletzt bin, dass ich mich ärgere, das ist der erste Schritt, um eben in eine Eskalationsspirale, die teilweise in Gewalt enden kann. Ja, weil wenn der andere schuld daran ist, dass es mir schlecht geht,
dann ist es nur ein kleiner Schritt zu sagen, na gut, dann bist du ein Problem, du bist ein Fehler oder sogar mein Feind. Ja, und das erleben wir ja leider gerade die letzten Monate zunehmend wieder, ja, dass dieses Denken natürlich nicht weg ist, ganz im Gegenteil. Es ist auch ein Stück weit ein grundlegend menschliches Denken und deswegen ist die gewaltfreie Kommunikation eigentlich eine Selbsterziehungsmethode, wenn man das nicht ausleben möchte, sag ich mal. Wenn man merkt, so will ich nicht leben, ich will nicht andere Menschen zu meinem Feind machen und sie bekämpfen. Und dazu dient die Methode. Und die Methode ist aufgebaut im Grunde in ganz einfachen Unterscheidungen, weil Marshall hat immer das Ziel, er möchte Menschen was an die Hand geben, was einfach ist, was jeder versteht. Deswegen kann man es auch recht einfach erklären und das hast du im Grunde schon gemacht. Die wichtigste methodische Geschichte an der gewaltfreien Kommunikation ist, dass man sich mit dem Gedanken befasst, wo kommen meine Gefühle her? Wie entstehen meine Gefühle? Und da hat Marshall jetzt keinen neuen Dreh reingebracht, den gab es eigentlich schon lange, den gab es wahrscheinlich schon immer, seit Menschen über sich nachdenken, dass eben Gefühle etwas ausdrücken, was in uns erfüllt werden möchte, was wir brauchen. Und Marshall hat es halt Bedürfnisse genannt. Ja. Und Marshall hat nur daraus eine Methodik gemacht oder auch ein Modell oder eine Arbeit aufgebaut, die das sehr, sehr ernst genommen hat und wirklich diesen Zusammenhang von Gefühlen und Bedürfnissen, das sich darauf fokussiert hat und sagen, das Hauptanliegen der gewaltfreien Kommunikation ist, dass man Selbstverantwortung für seine Bedürfnisse übernimmt. Das heißt auch, dass ich Selbstverantwortung für meine Gefühle übernehme. Und wenn ich da immer klarer werde, immer mehr verstehe, warum meine Gefühle entstehen, wie sie entstehen, was eigentlich dahinter steht, eben welche Bedürfnisse sich melden, dann nimmt eben tendenziell auch dieser Drang ab, andere verantwortlich zu machen, andere jetzt mal als Menschen abzuwerten oder sogar irgendwie emotional oder körperlich, womöglich sogar gewalttätig zu werden. Das ist im Grunde das Hauptanliegen. Und jetzt um diese wesentliche Unterscheidung Gefühle, Bedürfnisse, dann gibt es halt 2, 3 andere, die ein Stück weit uns dabei helfen sollen, die innere Wahrnehmung, die innere Reflexion, das innere Verarbeiten der Außenwahrnehmung, wie entstehen denn Gefühle noch ein bisschen klarer zu bekommen. Das wird dann auf den 3 oder 4 Schritten beschrieben. Die größte Gefahr dabei ist, dass man es wirklich denkt, dass es eine Art Kommunikationsmodell ist. Das will ich gleich sagen, das ist es nicht. Sondern das ist ein Selbstreflexionsmodell. Das heißt, es sind noch Schritte dabei, die einfach mir helfen zu reflektieren. Zum Beispiel haben wir eine ganz bekannte Unterscheidung. Wir sagen, werde dir bewusst, das, was du wahrnimmst und das, was du bewertest, sind 2 sehr unterschiedliche Prozesse. Und das einfach klarer zu bekommen. Ich kann Dinge im Außen wahrnehmen. Ich sehe jetzt hier was, ich sehe dich auf meinem Bildschirm. Aber was ich damit emotional mache, hat halt sehr, sehr wenig damit zu tun, was da draußen passiert und sehr, sehr viel damit zu tun, was in mir so los ist, eben wie meine Bedürfnislage ist. Und da fängt eben schon dann die Unterscheidung an. Ich kann nicht dafür verantwortlich sein, was da draußen passiert, ja, in meiner Umwelt, aber ich bin eben in unserem Denken 100% dafür verantwortlich, was in mir passiert. Kann man wieder ein bisschen missverstehen, es geht nicht darum, Kontrolle zu gewinnen. Kontrollieren können wir unsere Innenwelt nur begrenzt. Aber es ist eine Frage der Haltung, dafür Verantwortung zu übernehmen, obwohl ich sie nicht kontrollieren kann. Ich kann nicht alle Gefühle kontrollieren. Ja, wenn du jetzt irgendwas sagst, was mich wirklich trifft und verletzen würde, dann wäre das so. Und mein erster Impuls wäre vielleicht auch, dich verantwortlich zu machen, obwohl ich weiß, das stimmt ja nicht. Das heißt, ich habe meine Gefühle nur begrenzt unter Kontrolle, aber ich kann danach anfangen zu reflektieren, ja, warum hat es mich denn so getroffen? Und wenn ich das ausreichend mache, das zeigt die Erfahrung, dann lerne ich zum einen, ja, ich bin wirklich dafür selber verantwortlich. Ich mache innerlich eine Bewertung draus, die mir dann wehtut. Und zum anderen kann ich durchaus auch lernen, dann in Zukunft mit ähnlichen Situationen besser umzugehen, weil mein Organismus dazulernt. Er versteht immer mehr, das da draußen ist nur ein Auslöser für meine Gefühle. Ich mache mir die selber und jetzt in Situationen, wo ich es dann vielleicht verändern will, meine emotionale Reaktion, hilft das Modell wirklich, daran zu arbeiten, diese automatischen emotionalen Reaktionen in etwas reflektiertere, bewusstere Aktionen umzuwandeln. Das heißt, da kommt ein bisschen mehr innere Freiheit rein. Und das ist eben so der zweite durchaus wichtige Impuls, finde ich, den ich bei Marshall Rosenberg auch erlebt habe. Es geht darum, eine
gesunde innere Freiheit zu entwickeln, nicht Freiheit, um alles zu erlauben oder gegen andere, gar nicht, sondern diese Freiheit, dass ich eben nicht völlig abhängig bin von den Impulsen im Außen, sondern eine innere Freiheit habe über meine Gefühlswelt oder zumindest die zu erweitern. Das ist so die Idee. So, das wäre jetzt mal so eine ganz allgemeine Beschreibung und jetzt die Methodik im Detail zu beschreiben, weiß ich nicht, wie du da jetzt einsteigen möchtest, weil also die wichtigsten Sachen habe ich schon beschrieben, diese Unterscheidung, man kann sagen Beobachtung, Bewertung, Gefühle unterscheiden von Gedanken und eben Bedürfnisse unterscheiden von dem, wie sie erfüllt sind. Das sind nur die 3 wesentlichen Unterscheidungen und die sind sehr simpel, die kannst du jedem Grundschüler, jeder Grundschülerin in einer Stunde erklären und die verstehen das auch. Das Schwierige an der Methode ist nicht die Methode, sondern die Anwendung und die Umsetzung und die Integration. Das ist das, wo dann die Herausforderungen kommen, weil wir eben in unseren emotionalen Reaktionen sehr stark natürlich geprägt sind durch unsere Biografie, wie wir aufgewachsen sind, durch unsere Kultur natürlich auch geprägt sind. Und wenn wir irgendwann als Erwachsene feststellen, das gefällt mir nicht mehr so oder ich habe so ein paar Impulse in mir oder Verhaltensweisen, die nicht gesund sind, die ich weiterentwickeln möchte, dann kann man das machen. Oder wenn ich zum Beispiel im Gespräch, im Konflikten in der Familie anders mich verhalten möchte, dann stellen wir halt fest, oh, das ist gar nicht so einfach, diese emotionalen Reaktionen zu verändern. Und deswegen ist es schön, dass es eine einfache Methode ist, aber es entbindet eben nicht von der Arbeit und die ist durchaus ein bisschen, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Ja, diese emotionalen Reaktionen kann man nicht von heute auf morgen verändern, aber man kann sie verändern. Das ist die positive Nachricht und deswegen bin ich auch dabei geblieben für mich bei Marshalls Arbeit, weil ich gemerkt habe, es ist wirklich eine sehr, sehr bodenständige, einfache Methodik, sehr einfach, sehr leicht zu lernen im Grunde und habe eine gewisse Freude daran, andere Menschen zu begleiten und so bin ich dazugekommen und dabei geblieben, genau. Vielen Dank. Du hast dann aber, ich glaube, dieses Jahr ist es rausgekommen, oder dein Buch, die neue Ja, das ist schon ein gewaltfreie bisschen her, das ist schon vor 3 Jahren erschienen oder so. Okay, ich habe die 4. Auflage und da stand 2023. Ja, die 4. Auflage war 2023, das finde ich auch ein bisschen verwirrend, ja. Okay. Ja. Was waren die Beweggründe, dass du die neue gewaltfreie Kommunikation geschrieben hast? Also der Titel, sage ich immer dazu, der ist eher vom Verlag. Die wollten natürlich einen Titel, der jetzt ein bisschen neugierig macht und gewaltfreie Kommunikation, Bücher gibt es ja doch relativ viele. Und der Verlag ist auf mich zugekommen, weil sie ein bisschen mitbekommen haben, was so meine Arbeit ist. Und es ist wirklich nichts Neues an dem, was in meinem Buch steht. Ich habe ein bisschen anderen Schwerpunkt. Ich habe ein bisschen Schwerpunkt vertieft in dem Bereich dieser Entwicklungsaspekt. Also wie entwickelt sich menschliches Bewusstsein von Geburt nach Geburt bis zum Erwachsenen und auch als Erwachsener weiter? Welche Erkenntnisse gibt es da und was ist eigentlich auch da wieder das Ziel der gewaltfreien Kommunikation? Das ist deswegen nicht neu, weil das hatte auch Marshall schon in seiner Arbeit, nur in einer sehr, sehr auch vereinfachten Variante, die notwendig war, weil er eben vor großem Publikum wenig Zeit, musste er sehr schnell vermitteln, worum geht es jetzt mit seinem Modell. Und er hat da für sich einen genialen Trick wirklich gefunden. Er hat mit diesen Handpuppen gearbeitet. Wer Marshall mal auf Videos, kann man sich das anschauen in YouTube. Da hat er eben dargestellt, wie eben das eher egozentrische Bewusstsein, was nur seine Interessen, seine Bedürfnisse kennt und wenig Interessen hat, jetzt auf andere einzugehen, wie das tickt, das hat er eben dann mit diesen Wolfspuppen dargestellt und wie ein eher umfassenderes Bewusstsein, ein sehr erwachsenes Bewusstsein, das eben nicht nur die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen will, sondern auch die der anderen, wie das sozusagen vernünftigerweise mit jemand umgehen und sprechen würde, das hat er eben dann später mit diesen Giraffenpuppen dargestellt. Also er hatte ein sehr einfaches Entwicklungsmodell und er hat immer gesagt, die Idee in der GfK ist, den Wolfen quasi zu zeigen, Giraffe ist besser. Also Egozentrik ist im Grunde gar nicht gut für dich, sondern erwachsenes Verhalten, die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, ja, aber auch die der anderen genauso ernst nehmen. Das ist das, wo wir hinwollen. So, er hatte also auch da schon dieses Entwicklungsmodell drin und ich habe es nur so ein bisschen aufgebohrt, ein bisschen erweitert, weil sich das in meiner Arbeit einfach bewährt hat. Und ich bin dazu gekommen, dann der Verlag hat eben gemerkt, es entwickelt sich in der Szene der gewaltfreien Kommunikation schon so ein bisschen 2 Richtungen. Und die Hauptrichtung, was ich dann ja im Buch auch als Mainstream bezeichne, ist
aus meiner Bewertung leider eine Richtung, die halt sich sehr darauf fokussiert, wie sage ich es richtig. Also die dieses Sprachmodell sehr in den Mittelpunkt stellt. Was aus meiner Sicht ein bisschen ein Missverständnis ist, aber ein verständliches, weil natürlich das, was man sieht, ist die Sprache. Ja, du erlebst Marshall in seinem Seminar, da siehst du, wie er seine Puppen reden lässt. Und er hat aber immer darauf hingewiesen in seinen fortgeschrittenen Seminaren, es geht ja nicht um die Worte, es geht darum, welche eine wirkliche Intention. Und die ist das, was sich eben verändern und entwickeln muss von einem, in diesem einfachen Modell, von einer egozentrischen Haltung, die nur für sich kämpft, hin zu einer erwachsenen, bewussteren Haltung, die sich und die anderen respektiert und anerkennt. So, und dann gibt es eben leider Tendenzen, weil dieses Sprachmodell sich sehr viel einfacher vermitteln lässt. Ja, du sagst, Leute, das darfst du nicht sagen, du musst das sagen, du musst Gefühle benennen, du musst Bedürfnisse benennen und dann noch das alles in eine sehr konkrete Sprache bringen. Und das sieht dann manchmal irgendwie gewaltfreier aus. Meine Erfahrung war ganz schnell, dass das gar nicht funktioniert. Und ich persönlich habe es auch nie so gelernt. Also ich hatte sehr gute Ausbilder neben Marshall, die haben das auch nicht so verstanden als Sprachmodell, sondern haben es als ein, wie ich gesagt habe, Selbsterziehungsmodell, als Reflexionsmodell für Erwachsene vermittelt. Und das war der Anlass dann sozusagen das als neue gewaltfreie Kommunikation. Das ist im Grunde eine Erinnerung daran, wie es eigentlich gedacht war. So würde ich es eigentlich lieber beschreiben, nur das ist kein guter Buchtitel. Ja, Also mich hat es angeregt und ich fand das Buch auch sehr gut geschrieben und man vielen spürt Dank. sehr stark deine Wertschätzung für Marshall und dass du da nichts irgendwie, das ist alles schlecht, was Marshall gesagt hat und ich komme Nein, jetzt und überhaupt mache nicht. alles neu, überhaupt nicht. Nee, nee, Ähm, nee. Ich schaue leider ein bisschen auf die Uhr. Wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich hätte noch so vieles, was ich fragen möchte. Deswegen ein bisschen kurz. Wenn wir jetzt die gewaltfreie Kommunikation auf das Lutai-Modell anwenden würden, also die drei Bereiche, wo siehst du Nutzen im Verhalten gegenüber sich selbst, dann aber im Verhalten mit den Mitmenschen und siehst du vielleicht sogar irgendwie positive Auswirkungen im Verhalten gegenüber anderen empfindsamen Wesen, also Tieren? Und Ja, vielleicht auch natürlich, Gefahren, aber dafür reicht wahrscheinlich die Zeit nicht. können wir gucken. Ähm, ich kenne dein Modell jetzt nicht in der Tiefe, aber wie du es gerade beschrieben hast, das ist zum Beispiel ein Modell, was ich auch in Seminaren, Ausbildungen gern verwende, dass es gibt, wenn wir gewaltfreie Kommunikation lernen, müssen wir, ja, wo sind wir denn? Wo gibt es denn gewalttätiges, in Anführungszeichen, ich nenne es dann oft lieber sehr unbewusstes Denken, was halt schnell auch zur Gewalt führen kann. Und das ist eben die drei Bereiche, die du gerade beschrieben hast. Das ist Beziehung zu mir selber. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie bewusst bin ich über meine Impulse, meine Begründung dieser Impulse, meine Motivation, was wir eben Bedürfnisse nennen. Das ist der erste Bereich, das mache ich manchmal so als Zwiebel, das ist der innerste Bereich. Und dann der zweite Bereich eben ist ich und du. Ja? Also wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Da haben wir auch natürlich eine Menge Verhaltensweisen, die oft destruktiv sind. Und dann der dritte Bereich in dieser Zwiebel ist halt dann die Umwelt, die Gesellschaft. Und da gehören halt dann zum Beispiel auch, wie du sagst, alle fühlenden Wesen rein für mich und alle menschlichen Strukturen, Gesellschaften, Kulturen. So auf allen drei Ebenen, glaube ich, haben wir Menschen in unterschiedlicher Ausprägung destruktive Verhaltensweisen und auf allen drei Ebenen kann das Modell helfen. Es ist natürlich, aber der Fokus ist schon relativ stark auf Beziehung zu mir, Bewusstheit über meine Gefühle, Bedürfnisse. Das ist das Modell erstmal, was es uns bietet. Und dann wird es natürlich auch meistens im Bereich von Beziehungen am sichtbarsten erstmal, weil das sind die Menschen, mit denen ich umgehe. Ja? Und das ist auch das, was wir erleben, dass wenn wir anfangen, für unsere Bedürfnisse und Gefühle mehr Verantwortung zu übernehmen, verändern sich die Beziehungen. Die werden klarer. Das heißt nicht, dass alle Beziehungen auch erhalten bleiben. Manchmal verändern sie sich auch, dass wir merken, diese Menschen geben mir vielleicht gar nichts was, dann beende ich Beziehungen. Aber ich kann eben dann auch beenden und zu Trennungen, sozusagen eine Trennung herbeiführen, die nicht die Schuld beim anderen sucht, sondern ich dafür Verantwortung übernehme und sage, du, es passt einfach nicht mehr. Es hat im Grunde gar nicht so sehr mit dem anderen zu tun, sondern dass ich mich verändert habe. Und ich bin schon überzeugt, dass das im Endeffekt natürlich auch Auswirkungen jetzt mal aufs große Ganze hat und auch meine Haltung gegenüber allen Wesen, wie du es jetzt auch Tieren gegenüber, natürlich beeinflusst. Denn das Modell, das Rosenberg-Modell ist wie gesagt ein Modell, das dabei helfen soll, dass
ich offener werde, dass ich empathischer werde. Das ist das, was wir Erwachsener werden nennen, ja? Was wir reifer werden nennen. Ich kann meine Fähigkeit, mich in Menschen oder in andere Kulturen einzudringen, erweitert. Ich kann eben nicht mehr so leicht sagen, ja, meine Sichtweise ist die richtige, weil ich innerlich schon weiß, im Moment, das ist nur meine. Und dann gibt es noch eine andere von meinem Gegenüber und dann gibt es noch andere von ganz anderen Kulturen. Und dieser Prozess hört ja nicht auf. Das heißt, wenn ich dann auch erlebe, hey, ich erlebe Tiere und erlebe, dass Tiere zum Beispiel jetzt mal Schmerz haben, dann kann ich nicht sagen, naja, wie man das ja vor 100, 150 Jahren noch gesagt hat, naja, es sind im Grunde Maschinen, die haben keinen Schmerz, ja? Sondern erlebe ich, dass dann Wesen leidet. Und das macht natürlich was mit mir. Wenn ich empathisch bleibe, dann kann ich nicht sagen, das ist mir egal. Ja, das ist nicht das, wo wir hinwollen mit der Methode, sondern es bringt uns in neue Konflikte auch. Wir sagen, ja, okay, ich merke, ich habe Wünsche, jetzt nehmen wir mal Fleisch essen, und ich merke, da leiden Tiere. Was mache ich jetzt? Dann bin ich im Konflikt. Ja? Das heißt, ich muss wieder neue Wege finden, das stimmig für mich zu klären und zu lösen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf, ja, wie kaufe ich ein, wie wähle ich. Meine Hoffnung ist, dass das ein kleiner Baustein ist, ein winziger Baustein, dass wir schon eine Welt schaffen, die insgesamt mehr Respekt aufbringt für alle. Erstmal für uns Menschen, das fällt uns ja leider schwer genug, ja, wie wir immer wieder feststellen. Aber im Endeffekt natürlich für alles, was lebt. Das war im Grunde immer Marshalls Ansatz. Deswegen hat er oft Bedürfnisse auch beschrieben, als sagt, Bedürfnis ist im Grunde ein Synonym für Leben. Alles, was lebt, hat Bedürfnisse. Ja? Wir teilen manche Bedürfnisse mit Pflanzen, Wachstum, wir brauchen Licht, wir brauchen Nahrung, Wasser, Luft. Wir teilen wichtige Bedürfnisse mit Tieren. Ja? Kommunikation, Tiere kommunizieren, viele Tierarten leben in Gemeinschaften, haben tiefe Beziehungen. Das teilen wir mit Tieren. Ja? Und wir haben spezielle, vermutlich, die doch sehr menschlich sind. Ja? Die Sinnfindung, Transzendenz, vielleicht Spiritualität, muss jeder für sich definieren, was den Menschen ausmacht. Aber das war immer Marshalls Ansatz. Es gilt, ein Bewusstsein für Leben zu schaffen und einen Respekt für diese Bedürfnisse zu schaffen. Das betrifft eben nicht nur Menschen. Ja. Vielen Dank. Eigentlich hätte ich noch 3 Fragen oder noch viel mehr, aber ich komme schon fast zum Schluss, weil ich dich springen lassen muss. Meine letzte Frage vielleicht noch. Also erstens vielen Dank. Meiner Meinung nach ist offensichtlich, dass du mit der gewaltfreien Kommunikation etwas Positives in dieser Welt bewirken möchtest mit der Vermittlung. Und ich glaube, das gelingt dir auch. Zumindest mir hat dein Buch Vielen Dank. mir weitergeholfen und jetzt natürlich auch dieses Gespräch. Jetzt meine Frage, die ich an meine Gäste richten möchte, ist, kennst du neben der gewaltfreien Kommunikation noch ein anderes Projekt oder eine Idee, die du denkst, doch, die würde unsere Welt bereichern, wenn sie denn mehr Verbreitung finden würde? Weil vielleicht kann ich ja dann in Zukunft einen Film zu diesem Thema machen. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt mit den aktuellen Sachen, was so veröffentlicht, nicht immer auf den Laufenden. Ich sag mal, alle Modelle, Konzepte, die Erwachsenen helfen, mehr Verantwortung, mehr Bewusstsein zu entwickeln, gehen von der Haltung her, soweit ich sie erlebe, alle in die gleiche Richtung. Die sind methodisch natürlich unterschiedlich, aber sie sind inhaltlich und von der Ausrichtung her total also vertreten die gleiche Haltung. Eins, mit dem ich mich mehr ein bisschen beschäftigt habe, also 2 Sachen, die mir einfallen. Das ist die Arbeit von Byron Katie und die von, jetzt habe ich den Namen nicht auf dem Kopf, der das Buch Jetzt geschrieben hat. Oh, sag mal, jetzt ist mir der Name entfallen. Ja, ganz bekanntes. Eckhart Tolle, oder? Eckhart Tolle, danke für den, genau. Das sind 2 Lehrer, mit denen ich mich auch einige Zeit beschäftigt habe, wo ich ganz vieles wiederfinde von dem. Ja. Haben ganz andere Methodiken, andere Herangehensweisen, sind andere natürlich Persönlichkeiten, aber die Haltung, die ich da erlebe, ist deckungsgleich mit dem, wo wir mit dem Rosenberg-Modell hinwollen, auf jeden Fall. Und es lohnt sich immer in diesem Bereich zu gucken, weil es muss auch zu einem passen. Ich meine, Rosenberg ist mehr schon ein Ansatz, der halt über diese Reflexion geht, über Gefühle, Bedürfnisse. Und andere haben ein bisschen andere Zugänge. Ja? Und muss jeder für sich schauen, womit er am besten umgehen kann, was er am leichtesten in sein Leben integrieren kann. Und das ist alles genauso wichtig und wertvoll auf jeden Fall.
Vielen Dank, werde ich gerne. Also jetzt kenne ich das andere, was du erwähnt hast, noch nicht. Die Arbeit von Byron Katie, ja, kann ich sehr empfehlen. Heißt Werde ich The mal Work, anschauen, einfach ja. die Arbeit, ja, wirklich sehr empfehlenswert. Ich lasse dich jetzt gleich springen. Ich werde unten im Video dann auf deine Seite verlinken, auch dein Buch, das ich empfehlen kann. Dann für unsere Zuschauer, du hast beinahe 300 Videos auf deinem eigenen YouTube-Kanal, die Mhm. ich nicht natürlich alle gesehen habe, aber zumindest die Ja, klar. Gratis-Einführung in die gewaltfreie Kommunikation kann ich sehr empfehlen. Da gehst du auch vertieft auf deine neue Sichtweise ein und auf diese Persönlichkeitsentwicklungsstufen, was ich sehr anregend empfand. Darauf kann ich sehr verweisen. Ich hoffe, dass da jemand nachschauen geht. Und auf deiner Seite findet man ja auch deine Kontaktangaben. Ja, du, vielen Dank. Tut mir ein bisschen leid, dass es jetzt so knapp war. Ich habe, wie gesagt, noch Termin. Das Das war muss jetzt dir schwer nicht anders leid tun. reinzubringen. Du, Das tut mir leid. Ich vielen, vielleicht, vielen wenn, Dank. Ich bin genau. so happy, dass du mir diese 30 Minuten geschenkt hast. Ich hoffe, dass es auch für andere Menschen, dass sie etwas Sinnvolles daraus mitnehmen können. Und wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja eines Tages wieder einmal. Ich danke für deine Fragen, ja, und wünsche dir viel Erfolg. Mach's gut. Das Alles wünsche ich Gute, dir auch, Tom, ja? viel Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit in deiner Tätigkeit. Danke dir. Eine gute Zeit, ja? Dir Alles auch. Gute. Ciao, Markus. Ciao. Okay, es freut mich, wenn du bis hierher geschaut hast und ich hoffe, dass du etwas für dich Nützliches aus dem Interview mitnehmen kannst. Ich werde jetzt noch kurz an der Lutai-Karte meine Einschätzung machen, ob ich der Ansicht bin, dass die GfK das Wohl empfindsamer Wesen vergrößert und in welchem Bereich. Wie ich im letzten Video aber schon erwähnt habe, möchte ich klar zum Ausdruck bringen, dass ich nicht von dir erwarte, dass du meine Einschätzung teilst. Dass ich viel mehr erhoffe, dass du für dich selbst, wenn du möchtest, eine solche Einschätzung machst. Und falls du erkennst, dass ich mich irre und ich irgendwo Leitpotenzial übersehe, du mich dann darauf aufmerksam machst, zum Beispiel unten in den Kommentaren. Also meine Einschätzung, welche du bestimmt auch schon im Video herausgehört hast. Ich denke, dass die GfK auf allen 3 Ebenen mithelfen kann, für mehr Wohl zu sorgen. Wenn ich meine eigenen Bedürfnisse besser verstehe, besteht die Möglichkeit, dass ich sinnvollere Entscheidungen für mich selbst treffe. Ebenfalls glaube ich, dass ich zu einem ausgeglichenen Mensch werde und damit auch einen positiveren Einfluss auf mein Umfeld habe. Ich möchte aber nicht behaupten, dass mir dies immer gelingt. Zusätzlich denke ich, dass die GfK einem dabei helfen kann, seine Mitmenschen nicht allzu schnell zu verurteilen, sondern einen Blick hinter deren Handlungen zu werfen und ihre Bedürfnisse zu sehen und auch ernst zu nehmen. Und schlussendlich glaube ich, dass wir durch die GfK auch sensibler für die Bedürfnisse unserer tierischen Verwandten werden und dies zu einer respektvolleren Koexistenz führt. Oder wie es Markus Fischer so wunderschön ausgedrückt hat, es gilt, ein Bewusstsein für Leben zu schaffen und einen Respekt für die Bedürfnisse zu schaffen. Und das betrifft eben nicht nur Menschen. Ja, und aufgrund dieser Einschätzung platziere ich nun die GfK hier mitten ins Herz hinein. Aber wie siehst du das? Teilst du meine Einschätzung oder eher nicht? Ich würde mich über einen Kommentar von dir unten in den Kommentaren freuen. In diesem Sinne, lasst uns unsere Stärken vereinen und gemeinsam versuchen, eine bessere Welt zu schaffen. Lasst uns versuchen, intelligent zu handeln. Danke.